Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute mit einer, ja, wieder mal gewünschten Reaction von euch, nämlich mehr Gearbox. Kann ich ja verstehen. Ja, X-Bros. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon eine Reaction zu haben, aber diesmal in Australia 2025 in der Kudos Bank Arena. Bin sehr gespannt, was das Ding drauf hat. 45 Minuten ist tough. Muss ich ehrlich sagen. Sonst waren die ja immer so eine halbe Stunde oder so. Kriegen wir aber hin. Ja, schnappt euch was zu trinken. Ich habe auf jeden Fall was hier. Und dann gehen wir auf jeden Fall, ja, rein. Let's go. Junge, X-Pros, der kriegt einfach direkt am Anfang Nackenschmerzen hier. Hoffentlich ist das gut gefilmt, ey. Weil bisher ist es ein bisschen komisch. Put the hands up, baby. Welcome to Gearbox Australia. It's time to go. Are you ready? Holy, das sah mega geil aus. Holy shit, Mann. Mhm. Junge, das wird ein wilder Shit, ey. Aber crazy, dass sie eine Arena da haben und halt nur die Stehfläche halt so ausgebucht ist, ne? Das ist krass. Wenn, dann hätte ich alles da ausgefüllt. Muss halt ein bisschen, was mich jetzt schon ein bisschen stört, ist halt das Musikalische, ne? Es ist halt in der Halle aufgenommen. Aber gut, vielleicht auch irgendwo geil, weil du ein bisschen mehr das Gefühl kriegst, als wärst du in der Arena. Aber weil, ja, ich weiß nicht. Mal so, ne? Mal ist es geiler, dieses Original-Studio-Ding zu hören, aber mal ist es auch geiler, die Atmosphäre zu hören. Ich glaube, dieses Mitte-Ding, das ist halt schwierig zu finden. Oder auch hinzubekommen. What you got? Aber krass, ich dachte, das ist viel voller. Boah. Junge, das ist schon ein guter Start auf jeden Fall. Shout out to the man living. Aber ich finde, du merkst auch dadurch, dass du dieses Arena-Feeling hast, wie leer es einfach da ist. Und das finde ich auch ein bisschen schade. Let's go.
Boah, mit der Scheiße kriegst du mich halt, ne? Aber mir gefällt mir gefällt die Bühne auf jeden Fall. So dieses rote Licht, dann dieser dadurch gesplittete Background, sehr geil. Gerade auch dieser X-Pros und auch Gearbox Textile finde ich so cool. Ist gefühlt easy gehalten, aber mega geil. Vom Clean halt. Junge. Oh, Junge. Die Kicks schieben halt wieder ganz anders, ne? Alleine, dass sie so rough noch geworden sind. Halleluja. Ja, der Hintergrund holt mich total ab. Oh, von der Seite noch viel geiler. Guckt euch das an, so dieses Stufenmäßige. Kommt schon sehr geil. Muss ich ehrlich sagen. Hab ein bisschen mehr erwartet. Gerade wenn du liest, so Arena und so. Und dann das auch siehst und eigentlich nur siehst, dass in den Eingängen da überall irgendwo noch ein Menschlein zwischensteht. Und sonst alle unten stehen. Was natürlich bei der Musik aber so auch geführt sein muss. Aber trotzdem, wenn der Sprecher da kommt, der Aufheizer, sag ich mal so, ich finde, da merkst du halt wirklich, wie leer das ist, leider. Aber nichtsdestotrotz ballert's gut, ey. Ich lieb das, ey. Here we go, baby. Das ist auch geil. Also ich muss sagen, bis jetzt ist so das Video auch geil gehalten. Du siehst verschiedene... War nicht flüssig. Aber gut. Ne, aber man sieht halt so unterschiedliche Menschen halt. Das ist halt geil. Auch wenn nicht viele da sind, ne? Viele unterschiedliche Menschen. Du siehst, wie die ganzen Menschen da auch unterschiedlich durchdrehen. Wie die das unterschiedlich aufnehmen. Ich liebe das zu sehen einfach. Und ich finde, sowas musst du halt auch zeigen, wenn du solche Videos machst. Ah, das holt mich mies ab. Also das Bild holt mich mies ab. Holy shit, Alter.
Ich meine, das Bild sieht so crazy aus, ne? Gucken wir uns nochmal an. Das sieht so crazy aus, weil du siehst, wie viel Platz dazwischen ist. Hier oben alles frei. Ich finde das verrückt. So, ne? Eine ganze Arena, Gearbox-Event. So, das sind so 2 Sachen, wo ich mir denke, wow, okay, das Ding ist proppenvoll, aber auch irgendwie cool. Ich glaube so, wenn du da hinkommst, ist es, glaube ich, ganz geil, dass es halt nicht zu voll ist, dass du halt dich bewegen kannst, so, ne? Und es halt auch genießen kannst. Du musst ja noch nicht mal bewegen. Wobei es schwierig ist bei der Mucke. Aber du kannst dich ja auch da in eine Ecke stellen oder ein bisschen, ne? Du bist frei, kannst deinen Drink hier reinkloppen oder was auch immer. Deswegen voll geil eigentlich. Komisch, aber geil. Oha, was sind das für... Und die Kicks hören sich voll komisch an. Junge, diese Kombination schon wieder, ne? Krasse Keks. Die Melodie, dieser Gesang. Du hast einen schönen Gesang, jetzt hast du dieses Rap-Ding. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, von diesem Rap-Gedönse. Also, was heißt Gedönse, ne? Eigentlich bin ich ja ein Fan davon, aber das ist eine Kombination mit Hardstyle. Ist immer für mich ein schwieriges Ding. Auch wenn du vieles... Das macht Aua im Kopf danach, ey. Holy shit. Das meine ich nämlich. Du hast immer so, bei X-Pros, ich glaube beim letzten Mal war das ja auch so, du hast einen crazy Mix, wenn man so überlegt. Aber ist auch cool. Das sieht schon geil aus. Also Real Talk, das sieht schon geil aus. Warum schiebt mich die Musik so weit nach hinten? 2000er Gefühl? Aber auch geil zu sehen, ne? Guckt euch die Menschen an, alle so unterschiedlich gekleidet. Ich lieb's an Hardstyle einfach. Du läufst da rum, wie du willst. Und es juckt keinen. Geil. Na, aber ne, also ich finde es ja wohl oft cool, so ein, wenn du einen Dresscode hast. Es kann halt sehr geil kommen auch. Aber ich finde halt, dass du beim Hardstyle so eine Freiheit hast, ist halt auch cool. Du kannst da in deinen Trainingsanzug reingehen, wie es ja normal ist. Sag ich mal, das ist ja gefühlt der Dresscode. Du kannst da in deine Sportsachen reingehen, du kannst da reingehen, als würdest du, weiß ich nicht, das ist geil.
Wobei Sportsachen eigentlich das Beste ist, weil du so am Schwitzen sein wirst. Oh. Geiles Trikot, geiles Trikot. Holy moly. I saw those blue skies and your blue eyes turn into stormy weather. So tell me what is on your mind now. 'Cause there's a light in there if you allow. Stellt euch vor, das hier jetzt alles in Blau. So dieses hellblaue. Wow. Oder dunkelblau. Bei dem Song wird crazy kommen. Blue skies and your blue Oh, was ein Song, ey. Oh mein Gott, meine Lunge kommt gleich hoch. Oh. Junge. Mhm. Holy shit, ey. Da kam meine Lunge fast hoch. Geil. Also Real Talk, da würde mir meine Lunge so hochfliegen. Wäre ich da. Holt mich ab. Also der Track holt mich mies ab. Boah. blue skies, blue eyes. Ah, das sieht so geil aus. Ja gut, der Track, also der hat mich mies abgeholt. Dann noch mit der Beleuchtung. Boah, Lecker Schmecker. Geil. Aber ich vermisse ein bisschen, dass hier oben ein bisschen Party abgeht. Ne, dass du halt von oben auch ordentlich bestrahlt wirst. Einfach Fukushima-Schild. Geil. These exploits are phantasm. Aber geil, wie So brand new shit. durchgemixt der ganze Shit ist. Pay attention. So what you got? Boah. Und Stein in mir.
Geil, das. Shit, ey. Holy moly. Wow. Oh, geil. Holy shit. Rede mal. Also das war crazy. Ich sag immer noch, geilste Kombination. Geiler Rock mit geilen Hardstyle. Come on! Boah. Junge, wie die dann außen nichts reinschallern, ne? Holy shit, man. Now is the time, boys. Die beste Reaktion, die du, glaube ich, als DJ kriegen kannst. Weil du gesehen hast, wie der Mann das direkt aber auch gefühlt hat, ne? Direkt dieses, oh fuck, man. Shit. Oh, fuck off, man. Geil. Was eine Melodie, Hilfe, ey. Boah, ey, im Himmel, bring mich hoch, ey. Wow. Da soll noch mal jemand sagen, Hardstyle kann nicht schön klingen. Das klingt wunderschön. Holy. Auch mit diesem Keks. Hilfe. Oh. Oh, ich finde krass, was so eine Melodie ausrichten kann, ne? Ey, das waren so schöne Kicks.
weil die halt so ein bisschen langsamer waren, aber genau dieser geile Sound trotzdem ist. Und dann diese wunderschöne Melodie. Wow. Also das war wunderschön gerade. So who's in control? Wanna see you move? Junge, danach wirst du direkt wieder weggetreten. Ne? Das ist geil. Holy, ey. Holy shit, Mann. Erst versinkst du kurz in Emotionen und dann wirst du direkt wieder weggetreten. Wow. Wow. Geil, geil, wenn du so eine Crowd hast. Nicht viele, aber eine Atmosphäre wie, als wäre das Ding voll geil. Bin gespannt, was er daraus gemacht hat. Mhm. Was? Ey, Real Talk, ich komme nicht klar auf diesen krassen Unterschied, den X-Pros in seiner ganzen, in den ganzen Auftritt gerade hat. Am Anfang wirst du weggetreten wie nichts anderes. Jetzt hast du so eine Feeling-Dinger, wo du so einen richtig geilen, chilligen Vibe hast. Du musst ja noch nicht mal fühlen, sondern einfach nur, du kannst einfach tanzen. Kein Ausreißen, nur... Und dann wirst du wieder weggetreten. Alles klar. Boah, was hat der aus dem Song gemacht? Holy moly. Krass, was er aus dem Song gemacht hat. Wahnsinn. Mega geil. Das sieht wahnsinnig, also das sieht auch wahnsinnig aus, ne? Wenn alle den Move reißen, ne? The Jailbreaker. Guckt euch das an, voll geil. Der Penner, ey. Junge. Junge, holy shit. Wow. Wow. It's Josh Ross, baby.
finde es Wahnsinn, ne? Du kannst kurz durchatmen und dann wirft er dir die Kekse und alles wieder um die Ohren, ne? Ey, dafür musst du drauf klarkommen. Aber das ist Gearbox-Shit und ich feiere das. Nicht immer, aber ich feiere das. You know what's coming? I don't know. Everybody, you know what the fuck is coming? Oh oh. Oh oh. Oh oh. So everybody, this is Explode. Das Schlimme ist, ich glaube, ich bin halt falsch in der Musik, ne? Ich feiere die Kicks halt zu sehr und dieses hey. Da wäre ich so raus, ne? Weil ich einfach so auf die Kicks einfach nur achten würde. Holy. Oh no. Oh no. Oh hell nah. time to raise the fuck up. Ey, ich muss immer wieder sagen, wenn ihr X-Pros performen seht, ne? Dann musst du echt Angst haben, dass er da nicht gleich eine Box durchtritt oder dass er nicht gleich rüberspringt und da irgendeinen umkloppt oder so. Das sieht immer so krass aus. Hilfe! Da geht fast von der Welt von. Wow. Boah. Ja, aber der hat in der Brust gezogen sogar. Also nicht nur mein grüner Tee hier, sondern wow. War der Mann nicht gerade, hatte der nicht gerade noch was an? Geil. Sometimes you have to go back in time and then embrace the future. Wo baut der sich denn auf, ey?
the future. So simply raise the fuck up. It's X-Bros. The future. Holy moly, ey. Den kenne ich aber, glaube ich, schon. Endlich mal, was ich hier kenne. Also, ein bisschen was kann ich ja schon, aber trotzdem. Halleluja. Okay, Donny. Das ist auch so geil, ne? Es ist scheißegal, wenn du auf B bist. Es ist scheißegal, wenn du mal den Drop verkackst, weil die dich sowieso die ganze Zeit verarschen. Die pranken dich die ganze Zeit mit dem Drop. Und es kann dir scheißegal sein. Du kannst einfach weitermachen. Überall anders wäre so, scheiße, ich traue mich nicht mehr weiterzumachen. Boah, geil. One more time. Junge, jedes Mal kommt wieder Klicks, wo ich mir denke, Junge, Hilfe. Oh, 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 oh. Wahnsinn, ey. The Street Slayer. Ist der Queen Slayer? Wow. Holy moly, ey. Hilfe, ey. Ja, du merkst halt richtig, wie viel Spaß der Mann hat, ne? Oh. Oha. Holy moly. Ich sag ja, ne, X-Bros switcht da so hin und her, aber es macht so Spaß, da auch den Shit zu sehen und zu hören, weil der Mann da so Power gibt auf der Bühne.
Junge. Das so, ne? Puh. Boah, holt mich ab, ne? Dieses Tempo, dieses Aufbauen, diese Hintergrundkicks. Man guckt euch die Menschen an, ey. Das ist so geil, ne? Unterschiedlich am Rumspringen, unterschiedlich am Tanzen, unterschiedlich am Aussehen. Und es ist geil. Dafür liege ich jede Musik eigentlich. Everybody listen up. Crazy, ey. Tag Team? Wir haben nur Tag Team gelesen, scheiße. Aber wir spulen jetzt auch nicht zurück, da kann ich nicht machen. Das ist immer schwierig bei den längeren Reactions. It's X-Force. Boah, Junge. Auch geil, ne? Dieses Magazin auswechseln. Bam. Noch krassere Keks. Magazin wieder weg. Boom, neue krassere Keks. Hilfe. Die Kamera sagt auch so, fuck off, ich kann nicht mehr. So everybody listen up. Everybody. Was soll das mit den Lichtern da? Das check ich noch nicht so ganz. Oh, Junge! The Street Slayer. This is X-Force. Junge! Wo kamen die Kicks dann auf einmal hergeflogen und das Feuerwerk? Hilfe! Ja, jetzt muss er anhalten. Bro, schmeißt er jetzt? Hä? Das sind doch schon zwei unterschiedliche Songs. Junge, dieses Hin- und Hergespringe, das wird mein Kopf so auseinandernehmen. It's X-Force, baby. Gearbox. Let's go.
Bro, Junge, die Kamera kann gar nicht mehr da mithalten, ey. Shout out to the man Ruler. So let's go. Now? Hey, yo, X-Bros. He's about to give it to you, Sydney. Double move. Krass, wie die Handys auf einmal rauskommen und so, ne? Fucking street slayer from France. Sydney, can I get some noise from the boy? This was this Boah. Das war ein wildes Stimme, das war ein wildes Pflaster, ey, sag ich ehrlich. Oh. Das war... Ja, for real ein wildes Pflaster, krass. Also dieses Hin- und Her-Gespringe, ne, von diesem kurz mal Luft holen in diese krassen Kekse und so, kennt man ja von Gearbox, aber ich finde bei X-Pros war es nochmal ein bisschen crazier, weil du gefühlt nicht so viel Zeit hattest und es war auch immer dieser krasse Switch, dieser direkt auf die Fresse Switch und nicht dieses, okay, vielleicht ein bisschen rein, sondern, ne, also du weißt, was kommt, sondern es war immer so dieses, okay, so ein bisschen weibig und bam, ins Gesicht. Ein bisschen weibig, bam, ins Gesicht. Das war Wahnsinn. Aber auch irgendwie cool. Natürlich am Ende, ne, hat mich jetzt, ne, ihr wisst, Ende ist immer meistens bei Gearbox Artist, so, dass ich das nicht feiere, weil es halt ein bisschen zu schnell wird für mich. Aber sonst, crazy Ding. Geile Songs. Also da waren ein paar Songs dabei, wo ich mir gedacht habe, wow, krass sind die vibey und krass ist das eine geile Kombination. Deswegen, sehr, sehr geiles Ding. Vielen Dank dafür, für den Vorschlag. Und dann sehen wir uns bei den nächsten Gearbox Artists in Gearbox Australia 2025, würde ich sagen. Schreibt mir unten drunter, worauf ihr als nächstes Bock habt. Dann sehen wir uns da wieder. Sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.